Mit dem Blick in den Himmel beginnt das Verstehen um die Zusammenhänge der Welt. Unser technologischer Fortschritt hat seinen Ausgangspunkt in den Bewegungen von Sternen und Planeten. Die Mechanik des Himmels ist eine Art Leitmotiv für die gesamte Ausstellung. Technologie umgibt uns, seit Menschen gedenken. Und eng damit verbunden die Kunst. Im alten Ägypten bereits sind die Menschen fasziniert von der Zukunft. Schriftquellen des antiken Griechenlands erzählen von Raumschiffen, Automaten und Robotern. Wir denken, dass diese Ausstellung eine Art Abenteuer ist. Man geht durch sehr viele Räume, man geht durch ganz unterschiedliche Welten und begegnet lauter unbekannten Dingen, die aber einfach in sich faszinierend sind. Faszinierend, so wie ein antikes Kino. Offensichtlich hat man sich auch mit der Trägheit des Sehens auseinandergesetzt und erkannt, dass man, wenn man nur schnell genug mehrere Bilder hintereinander vor Augen führt, dass man dann Bewegung erkennt. Bereits im antiken Griechenland werden Automata entwickelt, die mit Wasser, Luft und Dampf betrieben werden. Diese Automaten erzählen Geschichten in Form sich wiederholender Bilder, wie die Geschichte dieses Jungen, der ein Rebhuhn fangen möchte. Andere Automaten zeigen sogar die Konstellation der Sterne. Einer, der den Sternenhimmel auf seinen Schultern trägt, ist der Titan Atlas. Diese Statue zeigt ihn als Träger eines Himmelsglobus. In der Urfassung der Skulptur dürfte es etwas sehr viel Beeindruckenderes gewesen sein. Eine sogenannte Sphaira, ein bewegliches Instrument zur Darstellung der Sternenbilder am Himmel. Es ist das kostbarste, größte astronomische Gerät, auch heute noch in den astronomischen Sammlungen. Eine solche Sphaira, darauf deutet einiges hin, könnte der originale Atlas im berühmten Turm der Winde in Athen in den Händen gehalten haben. Angetrieben durch Wasserkraft könnte sich dort die gesamte Statue um die eigene Achse gedreht haben. Ein Titan also, der eine Planetenmaschine schultert, mit der man so schon in der Antike jederzeit erkennen kann, wie die Konstellation der Planeten und der Sterne am Himmel sich darstellt. Also ich denke, dass es eine Entwicklung auch des 20. Jahrhunderts ist, dass man diese technologische Arroganz entwickelt hat, weil man den Menschen vor 5000 Jahren nicht viel Technologie und Wissenschaft zutraut. Das ist grundfalsch. Einen passenden Beweis für diesen Irrtum liefert das bedeutendste Objekt, das wir aus der Antike kennen. Das völlig unerwartete Objekt ist der berühmte Mechanismus von Antikythera. Vor 120 Jahren entdeckten Schwammtaucher in einem antiken griechischen Schiffswrack vor der Insel Antikythera mehrere oxidierte Bronzeklumpen. Nach und nach entpuppten sie sich als Zahnradgetriebe eines astronomischen Instruments. Es ist ein Apparat, der Unglaubliches leistet. Dieses Gerät ist ein analoger Computer. Er berechnet die ganzen Anomalien der Mechanik des Himmels. Und diese Berechnung der Anomalien, schon der Mond macht, was er will, aber das muss man abbilden, das kann man eben eigentlich nur durch Algorithmen abbilden. Das tut dieses komplexe Getriebe auf kleinstem Raum. Der Mechanismus belegt auf sensationelle Weise die Fortschrittlichkeit des antiken Griechenlands. Doch wo dieses Griechenland kulturell einzuordnen ist gar nicht so einfach. Womöglich kann man die Rolle des antiken Griechenlands so verstehen, dass dieses Griechenland ein Teil der orientalischen und östlichen Kulturen darstellt. Durch das antike Griechenland fließen die naturwissenschaftlichen und ästhetischen Kenntnisse Ägyptens und Mesopotamiens. Ein Beispiel dafür ist dieses kleine Stück Ton. Bei dieser kleinen Tontafel können wir einfach sagen,
der Satz des Pythagoras, den gab es mindestens 1200 Jahre vor Pythagoras bereits im Orient. Man kann sagen, dass die griechische Kultur nichts wäre ohne ihre Vorgänger. Allzu gern sehen wir auch die Zeit zwischen der griechischen Antike und der italienischen Renaissance als wissenschaftliches Vakuum. Dass Fortschritte einfach anderswo erzielt wurden, blenden wir meist aus. Ja, das ist natürlich ein bisschen die Problematik unserer eurozentrischen Haltung. Da ist nicht eine große Lücke zwischen der Antike und der Renaissance, sondern da ist eine klare Fortsetzung, Weiterentwicklung mit enormen Ergebnissen im arabisch-islamischen Raum. Die Zeit zwischen dem 8. und 13. Jahrhundert gilt aus gutem Grund als das goldene Zeitalter des Islam. Auf Basis des antiken Wissens werden in verschiedensten Disziplinen bahnbrechende Fortschritte erzielt. Auf dem Gebiet der Medizin und Hygiene, in der Kartographie, wo die Welt mit einer Genauigkeit vermessen wird, die erst in den letzten 200 Jahren verbessert werden konnte. Oder bei der Messung der Zeit. Wenn man eine Ausstellung macht mit einem Thema tief in der Vergangenheit, dann halte ich es für einen großen Vorzug, wenn man den Weg durch die verschiedenen Schichten der Zeit erzählt, bis sie im Jetzt ankommen. Und genau das tun wir hiermit. Wir stehen vor einer Statue des Lichtgottes Apollon, geschaffen vom zeitgenössischen Künstler Jeff Koons. Natürlich inklusive Automat. Die Skulptur von Jeff Koons ist so etwas wie eine Zusammenfassung der gesamten Ausstellung. Sie ist eine Spiegelung in unserer eigenen Zeit der Dinge, die da waren und die wir versuchen zu erzählen. Technologie umgibt uns seit Jahrtausenden. Genauso wie die Kunst. Wir denken sehr stark in isolierten Schubladen. Es gibt keine Kunst ohne Technologie und Wissenschaft. Im Maschinenraum der Götter begegnen sich diese Disziplinen auf Augenhöhe. Und alles beginnt mit einem Blick nach oben.